Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuel und ich freue mich riesig, dass du hier auf meinem Kanal Familie elektrisiert gelandet bist. Hier dreht sich ja alles um Elektromobilität und erneuerbare Energien im familiären Alltag und ein Schwerpunkt ist natürlich die E-Mobilität, vor allem in Form von E-Autos. Wie ich in meinem Video E-Auto 10 Gründe, die Entscheidung zu treffen, schon angekündigt habe, stelle ich mir heute mal die Frage, welches E-Auto oder welche E-Autos würden wir uns als Familie aktuell anschaffen? Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme, denn die Angebote und Aktionen und natürlich auch die Modelle der Hersteller sind ja sehr volatil. Schlaues Wort, oder? Habe ich bei meiner Bitcoin-Recherche gelernt. Aber das hier sind jetzt die Ergebnisse meiner heutigen Recherche und ja, der Preis ist dabei natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Wenn euch das Thema jetzt noch nicht so ganz interessiert, ja, dann lasst doch gerne ein Abo da, denn das nächste Video könnte genau dein Interesse triggern. Wie ich im eben erwähnten Video schon gesagt habe, für uns käme auf jeden Fall wieder nur ein BEV in Frage. Schon damals war ein Hybrid keine Option und daran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Wenige Kilometer, die wir im Jahr fahren, eigene PV-Anlage und Wallbox, sind nur 3 Gründe für volle Elektromobilität. Außerdem, Hand aufs Herz, ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, mit 2 Antrieben durch die Gegend zu fahren. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich ehrlich gesagt mit Hybriden nie so richtig beschäftigt habe. Wenn dich, wie gesagt, dieses Video nicht so ganz interessiert, dann warte doch aufs nächste Video oder auf eines der nächsten Videos. Da geht es dann um 10 Fehler, die man bei Balkonkraftwerken vermeiden sollte. Wenn dich das mehr interessiert, dann lass doch gerne ein Abo da und schau dann wieder rein. Aber du kannst natürlich auch gerne hier bleiben. Eine Frage, die wir aber vielleicht direkt vorab klären sollten, würden wir uns heute wieder für eine 2-Auto-Strategie entscheiden? Ja, würden wir. Mit 6 Personen und ohne Hund ist das für uns einfach praktischer. Warum? Weil die Kinder oder auch halt die 2 Erwachsenen oft zur gleichen Zeit an ganz unterschiedlichen Orten sein müssen. Ob Kindergeburtstage, Hobbys oder mal eben ein schneller Trip in die Stadt. Ein einziges großes Auto wäre da einfach nicht die Lösung. Und das wird in Zukunft ja auch nicht weniger mit all den Kindergeburtstagen, Aktivitäten und so weiter. Also die Anzahl der Kinder bleibt gleich, aber die Aktivitäten werden mehr. Wir schweifen ab. Kurz gesagt, auch heute würden wir uns wieder für 2 E-Autos entscheiden. Auch würde ich heute als Selbstständiger wieder ein Auto leasen. Wie beim letzten Mal würde ich mich jetzt hier mit einer Laufzeit von 48 Monaten und 15.000 Kilometer pro Jahr entscheiden. Das hat sich jetzt eigentlich in den letzten 2 Jahren ziemlich gut bewährt und bei E-Autos bleibt die Versteuerung halt als Geschäftswagen weiterhin ein großer Vorteil. 2 Autos direkt kaufen, ja, das wäre also damals nicht drin gewesen und wäre aktuell finanziell auf jeden Fall auch nicht drin. Stattdessen rechne ich oder setze ich hier auf eine Leasingrate von 300 bis 350 Euro netto bei einer Anzahlung von 6.000 Euro. Wenn es natürlich weniger wird, umso besser, das wäre natürlich ideal. Das zweite Auto, ja, hier würde ich zunächst den Kauf ins Auge fassen. Mit einem Budget von, ja, sagen wir mal 30.000 Euro, genau wie damals. Wäre das eine realistische Option. Zumindest, wenn man die aktuellen Angebote betrachtet. Nein, das bedeutet nicht, dass dieses Geld jetzt gerade auch wieder auf meinem Konto liegt, für alle, die es interessiert. Wir gehen nur hier davon aus, dass wir halt jetzt ganz frisch in die Elektromobilität einsteigen würden, so wie das vor 2 Jahren der Fall war. Falls der Kauf für das zweite Auto nicht die optimale Wahl ist, könnte natürlich auch ein Leasingangebot im privaten Bereich in Frage kommen. Auch da gibt es nach wie vor attraktive Optionen, die durchaus konkurrenzfähig sind. Auf gebrauchte Autos will ich in diesem Video nicht eingehen. Das wäre wahrscheinlich eher ein eigenes Video wert und da war jetzt meine Zeit der Recherche auch nicht so, ja, die hatte ich einfach nicht und deswegen fallen jetzt mal gebrauchte Autos erstmal über den Tellerrand. Okay, kommen wir zum ersten Auto, der große. Ein Auto muss auf jeden Fall wieder so viel Platz haben wie unser Enyaq. Für Kinderwagen, Urlaubsgepäck und andere größere Dinge ist das bei uns einfach unverzichtbar. Die Anhängerkupplung, ja, die lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, aber die wäre natürlich auch wieder ein Muss. Für dieses große Auto, damit beschäftigen wir uns jetzt mal als Geschäftswagen, habe ich 3 Modelle im Kopf, die ich schon selbst getestet habe. Vielleicht habt ihr noch andere Vorschläge, dann schreibt sie natürlich gerne in die Kommentare. Aber mir fallen aktuell für den großen halt diese 3 Modelle ein. Erstens wieder ein Enyaq. Grundsätzlich sind wir mit dem Enyaq auch wirklich sehr zufrieden. Die 60er Akkugröße hat sich für uns in den letzten 1,5 Jahren wirklich bewährt. Die wenigen Situationen, in denen mehr Reichweite praktisch gewesen wäre, rechtfertigen aus meiner Sicht keinen Wechsel zu einer größeren Variante. Den 50er Akku, den würde ich allerdings ausschließen, denn eine Fahrt nach Dresden zu den Verwandten wäre damit dann doch etwas zu nervig. Und jetzt wird es, ja zumindest für mich interessant in der Recherche, denn den 60er gibt es gar nicht mehr im Konfigurator, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. Und auch auf Leasingplattformen wie leasingmarkt.de habe ich keinen gefunden. Aber mit meinen Wunschangaben für Kilometer, Laufzeit und Anzahlung wird mir der aktuelle 85er für 204 Euro netto angeboten. Nicht schlecht, oder?
Also aktuell zahle ich rund 50 Euro mehr und habe dabei nicht so viele Extras und halt, wie gesagt, die 60er-Variante. Natürlich ist das aber jetzt erstmal nur ein grober Richtwert, aber der Preis gefällt mir schon mal. Die Autos von Kia haben mir immer schon sehr gut gefallen und der EV6 oder EV6 ist auf Langstrecke mit seinem 800-Volt-System wirklich beeindruckend. Auch die V2L-Funktion, also Vehicle to Load, und die deutlich fortschrittlichere Software im Gegensatz zum Enyaq machen ihn in einigen Bereichen klar besser. Für den EV6 habe ich ein Angebot gefunden, allerdings mit einer 36-monatigen Laufzeit, was für mich natürlich eigentlich erstmal besser ist, und der Preis 216 Euro netto. Also nur 12 Euro mehr als beim Enyaq. Das ist schon ziemlich sehr gut und gerade bei der gebotenen Technik, die man halt da bekommt. Stand jetzt und bei den aktuellen Angeboten hätte der Kia den Enyaq bei mir ausgestochen. Der eine oder andere wird es vermutet haben, das dritte Auto, was ich hier in dem Vergleich zeigen möchte, ist das Tesla Model Y und das darf hier nicht fehlen. Tesla bietet einfach das meiste an Ausstattung und wir sind hier in der Familie, nach den ganzen Tests, die wir machen durften, alle Fans geworden. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an das Test vom Model Y, das habe ich vor circa einem Jahr gedreht. Allerdings spielt bei der Firma Tesla auch das Timing eine große Rolle. Für 2025 wird ein neues Modell Uniper erwartet, was mich vielleicht dazu bewegen könnte, jetzt doch noch ein bisschen zu warten. Und außerdem gibt es auch immer wieder Spezialangebote, die den Preis deutlich attraktiver machen. Gut, aber kommen wir zu dem Punkt, was jetzt ist. Der aktuelle Preis zur Aufnahme des Videos 240 Euro netto bei einer regulären Laufzeit von 48 Monaten. Mit einer kürzeren Laufzeit von 36 Monaten läge er sogar bei 237 Euro und mit Anhängerkupplung würde man wieder bei 248 Euro landen. Kann man da relativ einfach sehen, deswegen habe ich es jetzt mal mit aufgenommen. Ja, was würde ich jetzt wählen? Unter diesen Gesichtspunkten ist die Entscheidung ehrlich gesagt nicht ganz so leicht. Einerseits tendiere ich klar zum Tesla, Ladenetz, Software und die umfangreiche Ausstattung sind einfach bei den anderen nicht vorhanden, also sind hier unschlagbar. Und das habe ich halt auch bei meinem jüngsten Test des Model X wieder gemerkt. Es war eine echte Freude, die Software und das Ladenetzwerk ja einfach zu haben und in Aktion zu erleben. Der Kia würde über die 3 Jahre hinweg allerdings 900 Euro weniger kosten als der Tesla, was ihn halt auch attraktiv macht. Aber der Enyaq wäre trotz des noch besseren Preises für mich an dieser Stelle schon raus. Ja, mein finales Urteil: Ich würde heute den Tesla Model Y bestellen. Und zwar nicht nur wegen der oben genannten Punkte, sondern auch, weil er auch schnell verfügbar ist. Nächste Woche schon könnte er schon vor der Tür stehen. Und zusätzlich gibt es aktuell auch noch 1 Jahr kostenloses Laden ohne Kilometerbegrenzung. Ja, das macht die Entscheidung nicht gerade schwer. Aber was würdet ihr tun? Habt ihr andere Ideen oder Modelle, die ich übersehen habe? Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Kommen wir zum zweiten Auto. Der Kleine. Als Erinnerung, wir sprechen hier über ein Budget von bis zu 30.000 Euro oder gegebenenfalls auch ein Privatleasing. Zulassungs- und Überführungskosten lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Die haben wir sowieso überall, manchmal 200 Euro mehr oder weniger, darauf kommt es jetzt nicht an. Ein paar Modelle kann ich aber direkt abhaken. Zum Beispiel den Dacia Spring. Gefahren bin ich ihn nicht, aber was ich darüber gelesen habe, lässt mich eher zurückschrecken. Mit einer Beschleunigung von 19,1 Sekunden von 0 auf 100 und einem Topspeed von 125 km/h verliert er einen der größten Vorteile eines E-Autos und das ist das spritzige Fahrgefühl und die Agilität. Ja, kann ich auch gleich auf meinem Pedelec von Mockwheel bleiben, das fühlt sich wahrscheinlich dynamischer an. Auch Fahrzeuge der Klasse eines Fiat 500e und Renault Twingo fallen raus. Warum? Naja, bei meiner Körpergröße sehe ich dann aus, als ob ich in einem Matchbox-Auto sitze. Und vom Platz her, also einfach keine Option für unseren Alltag. Gut, aber kommen wir zu den Autos, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Der MG4 wäre definitiv eine Option. Auch wenn er mittlerweile teurer geworden ist, sind wir also mit dem Auto wirklich zufrieden. Wir hatten mit unserem MG4 Standard zum Glück nicht so Probleme, die andere manchmal schildern. Für die das jetzt interessiert, auch mit dem Problem, dann schaut auch gerne mal in die Telegram-Gruppe, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dort gibt es auf jeden Fall viele Erfahrungsberichte und Diskussionen zum MG4, die euch eventuell weiterhelfen können. Der günstigste MG4 Standard kostet aktuell 34.990 Euro, bietet aber mittlerweile, wie gesagt, auch eine bessere Ausstattung als früher. Da hat sich ja doch ein bisschen was getan. Obendrauf gibt es zurzeit noch einen 3.000 Euro Amazon-Gutschein, was für den einen oder anderen jetzt irgendwie komisch ist, aber bei uns wäre das auf jeden Fall praktisch. Wir bestellen da irgendwie doch ziemlich oft. Mit diesem Bonus läge der Preis immerhin noch bei knapp 32.000 Euro, also über dem Budget. Aber ein bisschen ins Grübeln komme ich da schon. Aber auch das Leasing für 159 Euro, was es zurzeit gibt, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ein weiteres spannendes Auto ist der Ora 3.
damals noch Funky Cat. Bei meinem Test, also als ich ihn getestet habe, hieß er noch so, fand ich ihn ja eigentlich ziemlich cool. Das Design hat mich ziemlich angesprochen und die Verarbeitung war überraschend hochwertig. Klar, der Kofferraum ist etwas kleiner, aber für den Alltag reicht es auf jeden Fall. Damit könnte man schon leben, solange man halt nicht spontan ein Klavier transportieren möchte. Aktuell gibt es den Ora 3 nach Abzug einer Elektroprämie, also von GWM, Great Wall Motors, von 12.000 € als Neuwagen für 26.990 € in der Variante 300. Und das ist natürlich jetzt ein richtig gutes Angebot. Und selbst die Pro-Version liegt noch im Budget. Mit dem extra Bonus einer 360-Grad-Kamera, was den MG4 dann wieder ein bisschen älter aussehen lässt. Leasing-Angebote, ja, da konnte der Ora jetzt nicht so richtig punkten, zumindest nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker gerissen hätte. Auch wenn ich mit dem VW-Konzern grundsätzlich nicht gerade auf Kuschelkurs bin, kommt man beim ID.3 momentan schwer vorbei. Dank einer aktuellen Kaufprämie liegt der Preis auch unter 30.000 €. Ja, und das lässt sich dann wieder sehen. Für den ID.3 sprechen vor allem im Gegensatz zu den zwei von eben das dichte Händlernetz und die vermutlich bessere Ersatzteilversorgung. Ja, zumindest noch. Keine Ahnung, wie das in ein paar Jahren aussieht. Ein kleiner Dämpfer ist allerdings, dass VW bei seinen Elektroautos die Innovationsgeschwindigkeit eines Dodgers hat. Im Vergleich dazu gibt es bei MG einige Probleme mit der Ersatzteilversorgung, weil es noch kein richtiges Lager oder zumindest kein gefülltes in der EU gibt. Das macht VW in dieser Hinsicht auf jeden Fall attraktiver. Leasingangebote konnte ich für den ID.3 jetzt auch keine tollen finden, aber keine Ahnung, vielleicht gibt es da auch welche, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber auch bei Auto 2 muss ich jetzt und hier und heute eine Entscheidung treffen. Unter den gegebenen Umständen würde ich tatsächlich den MG4 für 159 € monatlich leasen und das ohne Anzahlung. Die 5.000 Kilometer pro Jahr, ja, die mögen knapp erscheinen, aber nach einem Blick auf unsere Fahrdaten, ja, wir sind letztes Jahr mit unserem MG4 gerade mal 5.200 Kilometer gefahren. Das würde also für uns tatsächlich passen. Aber selbst 173 € bei 10.000 Kilometer finde ich jetzt auch nicht übertrieben und noch günstig. Ein fairer Deal, der auch langfristig Sinn macht. Ohne Förderung ist das für mich aktuell der bessere Deal als ein Kauf, gerade in einem Markt, der in 4 Jahren ja wieder komplett anders aussehen könnte. Wie immer, eure Meinung zählt. Das war jetzt mein Blick auf die aktuelle Option für unsere beiden E-Autos. Jetzt interessiert mich aber, wie ihr die Sache seht. Würdet ihr überhaupt ein E-Auto kaufen? Das ist ja auch immer noch mal eine Frage, die man sich stellt. Schreibt das auch gerne sachlich in die Kommentare. Oder wäre Leasing für euch attraktiver? Welche Modelle wären eure Favoriten und warum? Schreibt mir eure Meinung und Erfahrung gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr darüber denkt. Schließlich haben wir alle unterschiedliche Bedürfnisse und auch Prioritäten, wenn es um die Wahl des Autos geht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über Elektromobilität im familiären Alltag erfahren wollt, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch ein Abo bei Instagram garantiert, dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis bald, euer Manuel von Familie Elektrisiert.